Oder die Regierung nutzt sämtliche Machtmittel, die sie hat, um die neue Opposition zu bekämpfen, zu stigmatisieren und auszugrenzen. Und diese Regierung hier in Brandenburg hat sich für den zweiten Weg entschieden, indem sie den Verfassungsschutz, der nicht die Verfassung, sondern die Regierung schützt, auf die Opposition losgelassen hat und sich heute auch noch dazu entschieden hat, dass dieses Parlament diesen Verfassungsschutz nicht einmal mehr kontrollieren darf, meine Damen und Herren. Denn laut § 11 Absatz 3 unterliegt der Verfassungsschutz einer besonderen parlamentarischen Kontrolle. Wo liegt die besondere parlamentarische Kontrolle, wenn nicht alle Fraktionen im Landtag diese Kontrolle wahrnehmen können, sondern 2/3 dieses Ausschusses Teil der Regierung sind und nur 1/3 dieses Ausschusses Teil der Opposition? Hey Leute, jetzt wird's richtig spannend. Der Verfassungsschutz soll eigentlich die Demokratie schützen. Doch was, wenn er nur als politisches Werkzeug der Regierung benutzt wird? Dennis Holoch deckt auf, wie die brandenburgische Regierung die Opposition ausbremst und parlamentarische Kontrolle einfach abschafft. Ihr glaubt, das sei übertrieben? Dann hört euch an, was er zu sagen hat. Also, gleich Video anschauen, Kommentar dalassen und natürlich abonnieren, damit solche Themen nicht mehr untergehen. Auf geht's! Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, stellen Sie sich mal alle vor, Sie leben in einem Land, in dem es nicht so richtig läuft. In einem Land, in dem gegebenenfalls illegale Masseneinwanderung stattfindet, permanent Angriffe auf Frauen stattfinden, Anschläge stattfinden, in dem Zehntausende Arbeitsplätze verloren gehen, in dem die Regierung überzogene Maßnahmen erlässt, um Menschen auszugrenzen wegen einer angeblichen Pandemie. Und stellen Sie sich vor, im Rahmen dieser Entwicklung bildet sich eine neue Oppositionspartei. Und nun hat die Regierung zwei Möglichkeiten. Entweder ihre Politik zu ändern und das Land wieder auf richtigen Kurs zu bringen, oder die Regierung nutzt sämtliche Machtmittel, die sie hat, um die neue Opposition zu bekämpfen, zu stigmatisieren und auszugrenzen. Und diese Regierung hier in Brandenburg hat sich für den zweiten Weg entschieden, indem sie den Verfassungsschutz, der nicht die Verfassung, sondern die Regierung schützt, auf die Opposition losgelassen hat und sich heute auch noch dazu entschieden hat, dass dieses Parlament diesen Verfassungsschutz nicht einmal mehr kontrollieren darf, meine Damen und Herren. Wie tief kann man eigentlich sinken? Ich weiß nicht, wie Sie das noch rechtfertigen wollen. Und die Auswirkung steht ja vor Ihnen. Vor Ihnen steht ein gesicherter Rechtsextremist und dieser gesicherte Rechtsextremist seit letztem Jahr im April, der kriegt vom Verfassungsschutz nicht mal eine Antwort als Abgeordneter, warum er als Rechtsextremist eingestuft ist. Es geht natürlich lediglich darum, den parlamentarischen Geschäftsführer, der ich ja bin, der Fraktion auszugrenzen, gegebenenfalls das berufliche Leben nach der Abgeordnetentätigkeit zu erschweren, wenn man im öffentlichen Dienst arbeiten geht, wie man es bei Herrn Laschiske in der Feuerwehr in Cottbus erst versucht hat. Genau darum geht es, meine Damen und Herren. Und damit das aber nicht so läuft, wäre das Mindestmaß doch das, dass das Parlament der verfassungsgemäßen Aufgabe, die das Parlament ja hat, laut § 11 Absatz 3 der Landesverfassung, diesen Geheimdienst zu kontrollieren. Und diese Kontrolle, Herr Scheetz, wollen Sie uns nicht gewähren und schaffen Sie faktisch ab mit Ihrem Antrag. Denn laut § 11 Absatz 3 unterliegt der Verfassungsschutz einer besonderen parlamentarischen Kontrolle. Wo liegt die besondere parlamentarische Kontrolle, wenn nicht alle Fraktionen im Landtag diese Kontrolle wahrnehmen können, sondern 2/3 dieses Ausschusses Teil der Regierung sind und nur 1/3 dieses Ausschusses Teil der Opposition? Da liegt keine parlamentarische Kontrolle vor. Und das ist Teil der SPD-Politik und der Politik des Bündnisses Sarah Wagenknechts in diesem Land, die Opposition weiter zu bekämpfen, von der Kontrolle dieses Verfassungsschutzes fernzuhalten und dementsprechend dieselbe Politik weiterzutragen, die Sie ja im Wahlkampf mal versprochen haben, abzuschaffen, werte Kollegen des BSW. Sie haben sich mal wieder selbst entlarvt.
Und schauen wir uns das Verfassungsschutzgesetz mal an in § 24. Da steht drin, die parlamentarische Opposition muss angemessen vertreten sein. Wie kann denn die Opposition angemessen vertreten sein, wenn bei der Wahl zur PKK, und so wird es ja ausgehen, lediglich die CDU mit ihren mickrigen 15% dort vertreten sein wird und 12%, verzeihen, ich wollte sie nicht größer machen, als sie sind, und die AfD mit knapp 30% nicht in dieser parlamentarischen Kontrollkommission sein wird? Das widerspricht auch dem Urteil des Verfassungsgerichts aus dem letzten Jahr, meine Damen und Herren. Das wissen Sie ganz genau, und deswegen wird die AfD auch gegen dieses Vorgehen klagen und vor das Verfassungsgericht ziehen. Sie betreiben hier ganz klar Rechtsbruch und das wissen Sie auch. Aber es ist Ihnen als SPD einfach egal, weil Sie es einfach erst mal machen. Obwohl Sie besseren Wissens es eigentlich besser wissen müssten, dass man es nicht machen darf, weil Sie damit das Recht brechen. Und da kommen wir zu unserem Antrag, meine Damen und Herren, der nämlich diese besondere parlamentarische Kontrolle würdigt, indem wir einen Ausschuss aus 9 Personen daraus machen. Das heißt, 3 Personen der SPD, 3 Personen der AfD, 2 des BSW, 1 der CDU. Somit wäre das spiegelbildliche Verhältnis des Plenums in diesem Ausschuss gewährleistet und gleichzeitig bekommt natürlich die größte Oppositionsfraktion den Vorsitz in diesem Ausschuss, weil es um die Kontrolle der Landesregierung geht. Und den Stellvertreter bekommt die stärkste Regierungsfraktion, das ist die SPD. Und ihre Vorgänger, die waren ja wesentlich demokratischer in ihren Fraktionsreihen, denn in der 6. Legislatur hat man es genau so gehandhabt und die AfD hat damals mit Christina Schade sogar einen Vertreter benennen dürfen. Sie haben dieses Vorgehen seit der Wende nur geändert, einmal bei der DVU und jetzt bei der AfD. Und ich sage Ihnen mal eins, die gleichen billigen Tricks hat man auf Bundesebene in den 80er Jahren ab 1983 mit den Grünen gemacht. Und Sie haben ja alle gesehen, wie das geendet hat. Die Grünen waren seitdem zweimal in der Bundesregierung. Die AfD hat nicht vor, nur zweimal reinzukommen. Sie werden sehen, diese Ausgrenzung wird nicht standhalten. Und auch wir werden dieses Land eines Tages regieren. Vielen Dank. Das ist doch Wahnsinn, was hier abgeht. Der Verfassungsschutz soll eigentlich die Demokratie schützen. Aber was macht er stattdessen? Er wird von den Altparteien als politische Waffe missbraucht, um die Opposition zu bekämpfen. Da wird munter eingestuft, diffamiert und ausgeschlossen. Nur weil eine Partei der Regierung nicht in den Kram passt. Und jetzt schaffen sie auch noch die parlamentarische Kontrolle ab. Das bedeutet, die Regierung kann den Verfassungsschutz nach Belieben einsetzen, ohne dass irgendjemand da noch reinreden darf. Demokratie, Rechtsstaat, Fehlanzeige. Das zeigt mal wieder, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Also, lasst uns dieses Thema groß machen. Liken, abonnieren und vor allem schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal.